Hallo, heute geht es um die Schimpansen. Wir haben hier im Loro-Park insgesamt 3 Schimpansengruppen und alle stammen irgendwo, wie es bei so vielen Tieren im Loro-Park üblich ist, unter der Tierschutzmotivation, die die Loro-Park-Begründer von Anfang an gehabt haben, aus Beschlagnahmung. Das heißt, aus Beschlagnahmung, aus nicht tierschutzgerechter Haltung. Die ersten Schimpansen im Loro-Park sind jetzt hier nicht zu sehen. Die stammen von Straßenfotografen zu Beginn der 80er Jahre und wurden dort beschlagnahmt und waren auch die ersten Säugetiere im Loro-Park überhaupt. Die Schimpansengruppe, die wir hier vor uns haben, ist unsere Familiengruppe. Insgesamt, inzwischen muss ich rechnen, 6, 7, 8-köpfig. Sie ist 2013 eingezogen hier, und zwar war hier im Norden Tenerifas ein kleiner privater Tierpark, zoologischer Garten, der den Namen eigentlich nicht verdient hätte und wo dann letztlich auch nicht mehr besteht heute und wo dann die Tiere beschlagnahmt werden mussten. Und so hat sich Loro-Park wie in vielen anderen Fällen auch dieser notleidenden Schimpansen angenommen. Diese Gruppe kam dann Anfang 2013 hierher und bezog diese wunderschöne Anlage, die bis dahin von der Ursprungsgruppe der Straßenfotografen, von den Straßenfotografen beschlagnahmten Tiere bewohnt war, die dann in eine andere, gleichfalls geräumige, aber nicht ganz so geräumige Anlage hinter den Kulissen umgezogen sind. Und Loro-Park hat sich dieser Tiere angenommen, die dann eben als 5-köpfige Gruppe hierher kamen, aber in kurzer Zeit schon 6-köpfig war nämlich die jüngste, die Marina, denn hier ihr erstes Baby, den Bongo, am 17. Februar 2013 auf die Welt brachte. Wir haben jetzt hier die Gelegenheit, die Familiengruppe, das ausgeglichene Familienleben einer sehr harmonischen Familiengruppe zu sehen. Die Gruppe ist inzwischen 8-köpfig, weil wir haben seit März diesen Jahres, seit dem Internationalen Tag des Glücks Ende März, haben wir die Kleine geboren. Sie ist jetzt das erstgeborene Mädchen hier. Wir haben 3 Jungs und ein Mädchen und das kleinste, unser Nachzügling, ist halt ein Mädel. Und wenn man dieses Familienleben jetzt mal ein bisschen beobachtet, wenn man auch sieht, wie die Leute angezogen werden davon, dann fragt man sich natürlich schon, was denn solche Tierschützer in Gänsefüßchen bezwecken, wenn sie sagen, in den zoologischen Gärten soll die Nachzucht der Tiere, soll die Vermehrung der Tiere untersagt werden, damit man die Zootierhaltung, warum auch immer, aus meiner Sicht aus schwachsinnigen Gründen, auslaufen lassen soll. Was hat sowas mit Tierschutz zu tun? Man soll doch einfach mal beobachten, wie harmonisch das Familienleben hier ist, wie toll die Tiere miteinander interagieren, wie abwechslungsreich das Leben gerade durch den Nachwuchs ist. Und das zu untersagen, das grenzt an seelischer Grausamkeit den Tieren gegenüber, immerhin Menschenaffen gegenüber, die 98,6% der Erbeigenschaften mit uns Menschen gemeinsam haben, aber trotzdem so verschieden von uns sind. Es sind nicht Menschen im Pelzmantel. Sie haben einen ganz anderen Lebenswandel, sie haben ganz andere Lebensansprüche. Sie wollen nicht über die Kühe in Düsseldorf spazieren gehen und shoppen gehen, sondern sie wollen im Urwald vielleicht sogar durch die Gegend marodieren, andere Schimpansenhorden überfallen. Die sind nämlich durchaus sehr kriegerisch, die Schimpansen. Das haben sie auch mit den Menschen gemeinsam. Und eventuell sogar Schimpansenbabys von anderen Gruppen töten und essen. Sie tendieren ja durchaus zu Kannibalismus, jagen ja auch andere, kleinere, niedere Primaten. Also solchen Tieren sollte man keine Menschenrechte geben, man sollte ihnen aber sehr wohl vollen Tierschutz geben. Natürlich, ein Schimpanse will keine Menschenrechte, weil er nämlich auch nicht ein Strafmaß wie ein Mensch eben erleiden sollte. Also lasst die Tiere wie die Tiere sein, genießt sie im zoologischen Garten. Und dazu darf ich noch sagen, dass keine geringere als die sehr verehrte, berühmte Schimpansenforscherin Jane Goodall vor kurzem gesagt hat, die Zoos lange Zeit sehr kritisch gegenüberstand. Die hat vor kurzem gesagt, was eine tragische Komponente hat, wenn sie heute als Menschenaffe auf die Welt käme, dann würde sie als Menschenaffe in einem modernen Zoo auf die Welt kommen wollen, weil das Leben hier um einiges besser ist als in der Natur, weil die Natur ist nicht mehr Natur. Gerade die Menschenaffen leiden unter der Überpopulation des Menschen, unter unseren überbordenden Ansprüchen an die Ausbeutung der Natur.
Und tatsächlich ist es so, dass es den Tieren im modernen Zoo inzwischen wesentlich besser geht als in der Natur. Aber damit es in der Natur wieder besser geht, dafür setzt sich der moderne Zoo auch ein, der Loro-Park mit der Loro-Park Foundation. Ich kann man immer wieder sagen, werden Sie Mitglied, besuchen Sie den Loro-Park. Auch mit Ihrem Eintrittsgeld tun Sie eine ganze Menge Gutes, denn 10% der Eintrittsgelder fließen unmittelbar in die Arbeit der Naturschutzfondation, der Naturschutzstiftung des Loro-Parks, der Loro-Park Foundation. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare, um kein Video mehr zu verpassen. Abonniert einfach den Kanal.